Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind bei unserer gemeinsamen Vertiefung. Hallo, auch von meiner Seite. Heute schauen wir uns gemeinsam etwas an, das viele von Ihnen sicher kennen. Wie schafft man es, beim Sprachenlernen wirklich dran zu bleiben? Gerade wenn die erste anfängliche Euphorie vielleicht schon ein bisschen verflogen ist. Ja, ein sehr relevantes Thema. Wir haben hier einen spannenden Expertenartikel für Sie auf dem Tisch, der 5 Kernstrategien beleuchtet, um die Motivation hochzuhalten. Lassen Sie uns diese doch mal gemeinsam für Sie aufschlüsseln und praktisch greifbar machen. Genau darum soll es gehen. Der Anfang ist ja oft leicht. Man ist voller Elan, aber diese Motivation dann auch wirklich aufrecht zu erhalten, über Wochen und Monate, das ist die eigentliche Herausforderung. Die Kunst, sozusagen. So kann man es nennen. Der Artikel liefert dazu nicht nur einfache Tipps, sondern erklärt auch, warum bestimmte Ansätze psychologisch funktionieren und was man tun kann, wenn der Lernmotor mal ins Stottern gerät. Okay, fangen wir doch direkt mit dem ersten Punkt an, der im Text genannt wird. Klare Ziele setzen. Der Artikel warnt ja explizit vor diesen schwammigen Vorsätzen wie „Ich will einfach fließend werden". Das ist ja kaum messbar. Richtig. Das ist viel zu unkonkret. Stattdessen empfiehlt der Text diese SMART-Ziele, kennen Sie bestimmt. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ein Beispiel aus dem Artikel war: In 3 Monaten kann ich ein 10-minütiges Gespräch über meinen Alltag führen. Das fühlt sich doch gleich viel greifbarer an, finden Sie nicht? Absolut. Das gibt eine klare Richtung und einen Endpunkt, auf den man hinarbeitet. Und das Entscheidende dabei, das betont der Text sehr stark, ist das Warum hinter dem Ziel. Das Warum. Was ist damit genau gemeint? Damit ist gemeint, verbinden Sie Ihr spezifisches Lernziel mit etwas, das Ihnen persönlich wirklich am Herzen liegt. Sei es der Wunsch, den Lieblingsfilm endlich im Original ohne Untertitel zu verstehen oder vielleicht eine konkrete berufliche Möglichkeit, die sich dadurch eröffnet. Vielleicht auch die Kommunikation mit Verwandten oder Freunden im Ausland. Also die tiefere persönliche Bedeutung des Ziels. Ganz genau. Hier greift psychologisch das Prinzip der Selbstbestimmung, wie es Deci und Ryan beschrieben haben. Wenn Sie das Gefühl haben, ich lerne das, weil ich es will, weil es mir etwas bedeutet, dann kommt die Motivation von innen. Das nennen wir intrinsische Motivation. Und die hält länger an? Deutlich länger und ist viel widerstandsfähiger als jeder Druck von außen, zum Beispiel durch einen Kurs oder Erwartungen anderer. Das ist auch keine Esoterik, sondern wirklich gut erforschte Motivationspsychologie. Verstehe. Und der Artikel erwähnt auch, dass man Meilensteine feiern soll. Ja, unbedingt. Diese kleinen Erfolgserlebnisse bewusst wahrzunehmen und sich dafür vielleicht auch zu belohnen, das hilft enorm. Es macht den Fortschritt sichtbar und gibt immer wieder neuen Schwung. Das leuchtet ein. Kommen wir zum zweiten Punkt aus dem Artikel. Der hat mich persönlich besonders angesprochen. Die Idee des Growth Mindsets. Ah ja, ein sehr kraftvolles Konzept. Also diese grundlegende Haltung, dass man Fähigkeiten, auch Sprachfähigkeiten entwickeln kann. Dass man nicht einfach gut oder schlecht in Sprachen ist, sondern dass es ein Prozess ist. Exakt. Und dass Fehler dabei Helfer sind, gerne Urteile über die eigene Begabung. Ja. Wer kennt nicht diesen heimtückischen Gedanken nach einem Versprecher? Ach, ich bin einfach nicht sprachbegabt. Das wird nie was. Genau dieser Gedanke, dieses Fixed Mindset, wie Carol Dweck es nennt, kann eine massive Bremse sein. Es führt dazu, dass man Herausforderungen scheut, aus Angst zu versagen. Und das Growth Mindset sagt eben das Gegenteil. Richtig. Es sagt, Fehler sind Informationen. Sie zeigen mir, wo ich noch üben muss. Stellen Sie sich Ihr Gehirn wie ein Muskel vor, der durch Training stärker wird. Oder wie Trampelpfade im Wald, die durch regelmäßiges Begehen, durch Übung und ja auch durch das Korrigieren von Fehltritten immer fester und breiter werden. Ein schönes Bild. Das ist Neuroplastizität in Aktion. Unser Gehirn kann sich anpassen und lernen, ein Leben lang. Es geht darum, Herausforderungen als Chance zu sehen, zu lernen und zu wachsen, statt aufzugeben, wenn es schwierig wird. Und wie entwickelt man so ein Growth Mindset? Gibt der Artikel dazu Tipps? Er deutet an, dass es hilft, sich bewusst zu machen, dass Lernen ein Prozess ist. Man kann sich auch Vorbilder suchen, andere Lerner, die offen über ihre Schwierigkeiten sprechen und wie sie überwunden haben. Man lernt, die eigene innere Stimme zu beobachten und negative Selbstgespräche, ich schaffe das nie, durch konstruktivere zu ersetzen. Ich schaffe das noch nicht, aber ich lerne es gerade. Das passt auch gut zum Thema Perfektionismus, das ja oft eine Hürde ist, oder? Definitiv. Perfektionismus ist oft ein Ausdruck eines Fixed Mindsets. Die Angst, Fehler zu machen, hält einen davon ab, überhaupt zu sprechen oder zu schreiben.
Wer aber nicht spricht, kann nicht üben. Und wer nicht übt, macht keine Fortschritte. Ein Teufelskreis. Genau. Deshalb ist die Einstellung Fortschritt, nicht Perfektion so unglaublich wichtig beim Sprachenlernen. Jeden kleinen Schritt nach vorne wertzuschätzen. Ein sehr guter Punkt, das führt uns eigentlich direkt zur dritten Strategie aus dem Text. Eine immersive Lernumgebung schaffen. Der Artikel meint ja, man muss dafür nicht gleich auswandern. Nein, das ist oft gar nicht nötig und auch nicht immer möglich. Die Idee ist, die Zielsprache in den Alltag zu integrieren. Musik hören beim Kochen, Serien oder Filme schauen, vielleicht Social-Media-Feeds in der Sprache folgen. Genau, die Sprache lebendig werden lassen, auch zu Hause. Aber mal ehrlich, fühlt sich das nicht schnell etwas künstlich oder gezwungen an, wenn ich jetzt anfange, beim Abwaschen spanische Nachrichten zu hören, obwohl ich kaum was verstehe? Das ist eine berechtigte Frage. Der Schlüssel liegt darin, es angenehm und vor allem passend zum eigenen Niveau und Interesse zu gestalten. Es soll ja kein zusätzlicher Stressfaktor sein. Sondern Das Ziel ist, idealerweise in eine Art Flow-Zustand zu kommen. Ein Konzept, das der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi beschrieben hat. Flow, das kenne ich vom Sport oder kreativen Tätigkeiten. Genau. Es ist dieser Zustand, wenn man völlig in einer Tätigkeit aufgeht, die einen fordert, aber nicht überfordert. Man vergisst die Zeit. Und um das beim Sprachenlernen zu erreichen, müssen die Inhalte stimmen. Das heißt konkret? Wählen Sie Inhalte, die Sie wirklich interessieren. Egal ob Kochen, Gärtnern, Technik oder Klatschmagazine und die Ihrem aktuellen Sprachniveau entsprechen oder es nur leicht herausfordern. Für Anfänger können das Lern-Apps oder Kinderlieder sein. Später vielleicht Podcasts zu Ihren Hobbys, einfache Artikel, YouTube-Kanäle. Für Fortgeschrittene dann komplexere Dokus oder Debatten. Also nicht mit der Tür ins Haus fallen und gleich anspruchsvolle Literatur wälzen. Nein, das frustriert nur. Es geht darum, positive Verknüpfungen mit der Sprache herzustellen. Sie soll Teil von etwas Angenehmem sein, nicht nur eine Pflichtübung. Das hilft übrigens auch enorm, wenn man auf diesem berüchtigten Mittelstufenplateau festhängt. Ah, das Plateau, wo man das Gefühl hat, es geht einfach nicht mehr vorwärts. Ja, genau. Er kann es helfen, die Methoden zu variieren und neue, interessante Inhalte zu finden, die einen wieder herausfordern und begeistern. Mal etwas schreiben, mal ein Sprachspiel spielen, einen neuen Podcast entdecken. Abwechslung hält die Neugier wach. Verstehe. Abwechslung und die passende Herausforderung sind also entscheidend für die Immersion im Alltag. Das bringt uns zur vierten Strategie, die sehr praktisch wird. Es geht um Gewohnheiten statt reiner Willenskraft. Ein Kernpunkt für langfristigen Erfolg. Sich jeden Tag nur auf die reine Willenskraft zu verlassen, um sich zum Lernen aufzuraffen. Puh, also mein innerer Schweinehund ist da oft sehr kreativ mit Ausreden. Kennen Sie das? Oh ja, den kennen wir wohl alle nur zu gut. Willenskraft ist eine begrenzte Ressource, die im Laufe des Tages schwindet. Darauf allein kann man kein nachhaltiges Lernsystem aufbauen. Der Artikel schlägt deshalb vor, feste Lernrituale zu etablieren, die idealerweise an bereits bestehende Routinen gekoppelt sind. Das ist ein sehr wirksamer Ansatz, der auf Prinzipien wie denen von BJ Fogg und seiner Arbeit zu Tiny Habits basiert. Die Idee ist eigentlich ganz simpel. Koppeln Sie die neue, gewünschte Lerngewohnheit an etwas, das Sie sowieso jeden Tag tun. Zum Beispiel. Zum Beispiel nach dem morgendlichen Kaffee. Das ist der Auslöser. Wiederhole ich 5 Minuten Vokabeln. Die kleine Routine. Oder wenn ich in die Bahn steige. Auslöser. Öffne ich meine Sprachlern-App für 10 Minuten. Routine. Wichtig ist, dass die neue Routine anfangs sehr klein und leicht zu bewältigen ist. Also nicht gleich eine Stunde Grammatik pauken. Auf keinen Fall. Lieber 5 Minuten, aber dafür wirklich jeden Tag. So entsteht über die Zeit, man spricht von durchschnittlich etwa 66 Tagen, bis eine Gewohnheit sitzt, ein Automatismus. Es kostet dann kaum noch Überwindung. Konsistenz schlägt Intensität, heißt es ja oft. Absolut. Lieber täglich 10 oder 15 Minuten wirklich konzentriert lernen, als einmal pro Woche einen 3-stündigen Lernmarathon hinzulegen, nachdem man erstmal wieder eine Woche Pause braucht. Das ist für das Gehirn und die Motivation viel effektiver. Und was ist, wenn die Zeit wirklich knapp ist? Viele Hörer haben sicher volle Terminkalender. Auch dafür gibt der Artikel einen Tipp. Microlearning. Nutzen Sie die kleinen Zeitfenster zwischendurch. 5 Minuten Wartezeit beim Arzt, 10 Minuten in der Bahn. Dafür gibt es ja tolle Apps wie zum Beispiel Anki, die mit Spaced Repetition arbeiten. Spaced Repetition, was war das nochmal?
Das ist ein System, bei dem Lernstoff, meist mit Vokabeln, genau dann wiederholt wird, kurz bevor man ihn vergessen würde. Das ist extrem effizient, um Wissen im Langzeitgedächtnis zu verankern. Und solche kleinen Lerneinheiten senken die mentale Hürde, überhaupt anzufangen. Man muss sich nicht zu einer großen Lernsitzung aufraffen. Sehr praktisch. Kommen wir zum letzten, dem 5. Punkt. Gemeinschaft. Der Artikel betont, wie wichtig der Austausch mit anderen Lernenden oder Muttersprachlern ist. Ja, Sprachenlernen ist eben keine rein isolierte Tätigkeit. Es ist zutiefst sozial. Das leuchtet mir sofort ein. Gemeinsam lernt es sich oft leichter, man kann sich gegenseitig motivieren, Fragen stellen. Das ist viel mehr als nur ein Gefühl. Die Sozialpsychologie, denken Sie an Albert Bandura's sozialkognitive Lerntheorie, zeigt uns das ganz deutlich. Wir lernen enorm viel durch Beobachtung, durch Nachahmung, durch Feedback und durch gegenseitige Ermutigung. Wo findet man so eine Gemeinschaft? Die Möglichkeiten sind heute vielfältiger denn je. Es gibt Sprachtandem-Plattformen online wie Tandem oder HelloTalk, wo man Partner zum gegenseitigen Üben findet. Es gibt lokale oder auch virtuelle Sprachtreffs, oft über Plattformen wie Meetup organisiert. Und natürlich klassische Sprachkurse oder auch Einzelunterricht mit einem Tutor oder einer Tutorin. Und der Vorteil ist nicht nur das Üben. Nein, es geht auch um die soziale Unterstützung. Gemeinsam über Schwierigkeiten lachen zu können, Erfolge zu teilen, sich gegenseitig Tipps zu geben, das schafft eine starke Verbindung und Motivation. Die Sprache wird vom abstrakten Lerngegenstand zum Werkzeug für echte menschliche Beziehungen. Und das gibt dem Ganzen oft erst den richtigen Sinn. Und dabei sollte man sich nicht zu sehr vergleichen, nehme ich an, ne? Ein ganz wichtiger Punkt. Der Artikel warnt davor, jeder Lernweg ist individuell. Jeder hat sein eigenes Tempo, eigenes Stärken und Schwächen. Sich ständig mit anderen zu vergleichen, die vielleicht schneller Fortschritte machen, ist einer der sichersten Wege, sich selbst zu demotivieren. Konzentrieren Sie sich auf Ihren eigenen Fortschritt. Okay. Fassen wir diese 5 Strategien nochmal kurz zusammen. Erstens, klare, persönlich bedeutsame Ziele setzen. Zweitens, ein Growth-Mindset entwickeln, Fehler als Chance sehen. Drittens, eine immersive Umgebung schaffen, die Spaß macht und zum Niveau passt. Viertens, feste, kleine Lerngewohnheiten etablieren, statt auf reine Willenskraft zu bauen. Und 5. Anschluss an eine unterstützende Gemeinschaft suchen. Das klingt nach einem ziemlich robusten Werkzeugkasten, um die Motivation beim Sprachenlernen langfristig aufrechtzuerhalten. Das ist es in der Tat. Diese Punkte decken viele der psychologischen und praktischen Aspekte ab, die für nachhaltiges Lernen wichtig sind. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas Wichtiges, das über den Artikel hinausgeht? Ein Gedanke zum Mitnehmen für unsere Hörerinnen und Hörer? Vielleicht dies. Der Artikel konzentriert sich stark darauf, wie man motiviert bleibt, um ein Ziel, meist fließend sprechen, zu erreichen. Das ist wichtig. Aber vielleicht sollten wir auch die Perspektive ein wenig verschieben. Inwiefern? Könnte es sein, dass die Freude am Prozess selbst, an den kleinen Entdeckungen unterwegs, den Aha-Momenten beim Verstehen eines Satzes, dem Spaß an der Kommunikation, auch wenn sie noch nicht perfekt ist, den geknüpften Kontakten, dass diese Freude am Weg mindestens genauso erfüllend und wichtig ist wie das Erreichen des großen Ziels am Ende? Also den Weg selbst mehr wertzuschätzen. Genau. Vielleicht liegt ein großer Teil der Magie und auch der nachhaltigen Motivation nicht nur im Ziel, sondern darin, den Prozess des Lernens, des Entdeckens, des Verbindens bewusst zu genießen. Einfach Freude daran zu haben, eine neue Welt zu erschließen. Denken Sie darüber einmal nach. Ein sehr schöner Gedanke zum Schluss. Vielen Dank für diese Einblicke. Und danke an Sie fürs Zuhören und Mitdenken. Ja, danke auch von mir. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren, liken und teilen Sie sie bitte mit Ihren Freunden.